Wer sich jetzt fragt, ob wir völlig wahnsinnig sind oder leichtsinnig. Das war ein Tierbiss. Es ist einfach nicht zum Aushalten. Wir haben die letzten Nächte Besuch gehabt und da musste ich mir was einfallen lassen, weil irgendwie auf dem Dach hatten wir dann Geräusche gehabt, ich weiß nicht, mitternachts, irgendwann 2 Uhr, 3 Uhr oder so. Und da trappelte das und irgendwie hat da irgendwie auch jemand Gefallen gefunden an unseren Solarkabeln und da dachte ich, da gucke ich lieber mal nach. Es ist jetzt nichts passiert, aber ich dachte mir, gut, naja, wenn es so einmalig war, ist jetzt kein Problem. Kam dann noch mal eine zweite Nacht vorbei und dachte so, jetzt ist Schluss, ich muss mal was einfallen lassen und ich konnte halt sehen, dass an der Treppe so kleine Fußspuren, so kleine Tapsen hochgingen und ja, irgendwas ist da hochgekrabbelt und hat dann irgendwie, ich weiß nicht, was da oben gesucht, keine Ahnung. Ich habe so die Vermutung gehabt, naja, Marder oder so, eine Katze macht das ja eigentlich nicht, oder? Naja, auf jeden Fall, es ist mega heiß hier. Wir sind wieder an einem super, super Spot und das kann man eigentlich nur noch aushalten, indem man dann auch regelmäßig baden geht. Ich glaube, wir gehen so 4 bis 5 Mal am Tag ins Wasser, um uns runterzukühlen. Wir haben hier tagsüber 33 Grad. Das ist, hört sich jetzt erstmal nicht viel an, weil naja, man kennt ja so Griechenland mit 40 Grad und so. Aber das ist schon echt viel. Also gerade wenn dann auch kein Lüftchen geht. Naja. Und morgen wollen wir dann ja etwas besuchen, worauf sich Yvonne dann ja schon ein halbes Jahr lang freut, seitdem wir in Griechenland sind. Und ich bin mal gespannt, wie wir das dann machen und ob das dann mit der Wärme und mit der Hitze dann, ja, wie wir das so packen werden, ne? Herzlich willkommen in einem neuen Video von uns. Wir sind gerade mit einer Zahnradbahn in die Berge der Peloponnes gefahren, zwischen einem Canyon und ganz tollen Landschaften. Und diesen Weg, den wir gerade hochgefahren sind, den werden wir heute runterwandern, immer entlang der Gleise. Wir haben die erste Bahn genommen. Das war eine Empfehlung aus dem Reiseführer. Auch haben wir das Ticket gestern schon gekauft. Wir haben gesehen, dass die letzte Bahn nicht so voll war wie die erste Bahn, die wir jetzt genommen haben. Die ist hier wirklich richtig voll. Und wer die Deutsche Bahn kennt und die neuen Waggons, wie eng das alles ist, das ist hier mindestens genauso eng. Ich glaube, beim nächsten Mal würde ich die letzte Bahn nehmen. Dann dürfte man das eigentlich auch noch schaffen. Wir werden jetzt sehen, wie lange wir das brauchen, jetzt die Gleise wieder runter zu gehen bis zum Anfangsbahnhof. Ich glaube, so in 5 Stunden kann man das locker schaffen.
Das ist jetzt eine von diversen Brücken, die auf dieser Strecke liegen und da braucht man schon ein bisschen Schwindelfreiheit, weil ja, da kann man dann doch in das eine oder andere Loch treten, beziehungsweise man guckt dann halt direkt runter. Einer von vielen Tunneln, der längste ist 300 Meter lang, dafür haben wir auch extra Kopflampen eingepackt, weil die alle nicht beleuchtet sind. Und hier an diesen Stellen müssen wir ganz besonders aufpassen, um welche Uhrzeit die Bahn kommt. Das war jetzt übrigens unsere erste Begegnung mit der Bahn und wer sich jetzt fragt, ob wir völlig wahnsinnig sind oder leichtsinnig, das ist ein offizieller Wanderweg, der gehört zum europäischen Fernwanderweg und die Zugfahrer wissen auch, dass hier Wanderer im Gleisbett sind, also alles ganz legal. Trotzdem hat uns die Bahn gerade überrascht. Die haben uns Timer gesetzt, die uns immer sagen, wann die Bahn losfährt. Müssen wir, glaube ich, nochmal überarbeiten. Das heißt, dass die nächste Bahn jetzt von unten losfährt. Das heißt, die nächste kommt uns jetzt entgegen. Und da sollten wir jetzt aufpassen, dass wir dann auch ein gutes Stück erwischen, wo wir ausweichen können. Wir haben noch gar nichts gesagt, wie heiß das eigentlich ist, die letzten Wochen in Griechenland. Auf jeden Fall, es ist unfassbar heiß. Wir haben jetzt immer so zwischen 31 und 35 Grad. Nachts wird es da mal so 25 Grad, aber es kühlt überhaupt nicht mehr ab. Es ist nur noch brütig. Und heute sind 31 Grad. Das ist auch der Grund, warum wir nur die Hälfte der Strecke mit der Bahn gefahren sind und die Hälfte der Strecke 11 Kilometer zurücklaufen. Ich glaube, das reicht für 31 Grad. Normalerweise könnte man die ganze Strecke hochfahren und würde dann 22 Kilometer wieder zurücklaufen, aber das ist uns ein bisschen zu viel für so heiße Temperaturen. Wir sind wieder da. Wir haben jetzt 4,5 Stunden gebraucht für 11 Kilometer bei 31 Grad im Schatten. Ich finde, das ist ein ganz guter Schnitt. Ja, ich bin quadernass. Ich bin völlig durch. Es hat mega Spaß gemacht, war eine richtig coole Tour und jetzt werden wir auch nur noch was essen gehen und die Füße hochlegen heute. Wir sind echt wirklich erledigt. Ja. Im Übrigen haben wir jetzt unseren neuen Amazon-Shop aufgemacht. Da könnt ihr mal reingucken. Ich verlinke euch das mal hier oben oder da irgendwo. Auf jeden Fall auch in der Videobeschreibung. Und guckt mal rein, da haben wir auch was zum Thema Camping und Wandern und so. Alles schön kategorisiert mit schönen Bildchen und macht Spaß da durchzuklicken. Guckt mal rein. Wir haben auch was zum Thema Fahrzeuge, Ausbau, was man so für unterwegs auf Reisen braucht. Einfach, ja, wenn man mit dem Fahrzeug unterwegs ist. So auch unser gesamtes Kameraequipment, wie zum Beispiel unseren Fotorucksack, den wir dabei haben. Also ganz viele Kategorien, ist bestimmt für jeden was dabei. Ja. Lasst euch einfach inspirieren und klickt auch einfach mal ein bisschen durch.
Guten Morgen! Wir haben nach unserer Wanderung wieder einen richtig schönen Platz gefunden hier am Strand und es gibt sogar Duschen. Ja, mittlerweile haben wir 27 Grad Nachtstemperaturen und es ist wirklich kaum noch zum Aushalten. So tagsüber haben wir so 33 Grad und die nächsten Tage soll es noch heißer werden. Dann werden hier an der Küste nachts die Temperaturen nicht mehr unter 30 Grad gehen. Und zwar ist es hier nur noch so auszuhalten. Wir haben den Ventilator zu stehen, das Fenster auch nachts immer komplett auf. Dann haben wir hier noch unseren kleinen Ventilator, den haben wir aus unserer Fahrerkabine mit hier reingenommen und das lassen wir nachts immer durchlaufen. Fenster sind natürlich tagsüber abgedunkelt, aber wenn die Temperaturen abends halt nicht mehr unter 28 Grad gehen, dann kannst du noch so viel lüften und die Fenster aufmachen, dann ist es einfach warm, zumal ja auch kein Lüftchen weht. So sieht es momentan aus. Es ist einfach nicht zum Aushalten. Ich bin ja immer wieder aufgeregt, wenn wir losfahren. Ich weiß gar nicht, woran das richtig liegt. Einfach nur daran, dass wir endlich wieder losfahren oder naja, ob nicht irgendwas anderes sich hier bemerkbar macht. Ja. Naja, wir fahren in die Berge. Das ist für Odin auch schon ein bisschen anstrengend, sofern man das zu einem Fahrzeug sowas sagen kann, aber belastend oder naja, ich finde jetzt gerade das richtige Wort nicht. Auf jeden Fall. Der Motor wird bei diesen Temperaturen schon heißer als gewöhnlich, so bei 20 Grad, das merke ich schon. Da muss ich schon aufpassen, aber in der Betriebsanleitung steht auch drin, dass wenn der Motor zu heiß wird, dann soll man einen Gang runterschalten und dann mit einem kleineren Gang in höheren Drehzahlen fahren, weil der Lüfter, den wir haben, das ist jetzt kein elektrischer Lüfter, der irgendwie anspringt und dann seine Höchstdrehzahl irgendwie erreicht, sondern der läuft halt mit der Kurbelwelle. Und je nachdem, wie heiß der Motor ist, läuft er ein bisschen schneller, ein bisschen langsamer. Das hat so ein bisschen, ist ein Visco-Lüfter. Diejenigen, die sich damit auskennen, ich will da gar nicht ins Detail gehen. Auf jeden Fall ist der nicht so effizient wie so ein normaler Lüfter jetzt in den neueren Autos, der elektronisch oder elektrisch angetrieben wird. Ja, da machen wir jetzt mal ein Päuschen, dass der Motor wieder ein bisschen abkühlen kann. Hier geht es gerade richtig steil bergauf und ich glaube, das tut ihm mal ganz gut.
bin ja immer noch dabei, den LKW kennenzulernen. Gerade jetzt haben wir so eine extreme Situation. Temperatur ist richtig heiß, also ungefähr so, wie es halt auch in anderen richtig heißen Ländern ist. Plus wir fahren bergauf, also es ist maximaler Stress gerade. Und es ist gut jetzt zu wissen, im zweiten Gang kommen wir auf jeden Fall hoch, dann hält sich die Temperatur stabil, wenn wir richtig krasse Steigungen fahren. Auf jeden Fall wurde mir aus der Community auch der Tipp gegeben, wenn der heiß ist, der Motor, auf keinen Fall abstellen, also anhalten, Motor laufen lassen, bis er sich wieder abgekühlt hat. Genau das habe ich jetzt auch gemacht und ja, ich wollte auch nochmal hier das Thermometer zur Sprache bringen. Die Anzeigen, die ich da drin habe, also die Temperaturanzeige, das ist ja auch schon alles ein bisschen alt, ne? So, und ich wollte halt einfach nochmal sicher gehen, zeigt die mir eigentlich so das Richtige an oder nicht. Ich habe jetzt im Kühlwasserbehälter 90 Grad gemessen, so ein bisschen mehr, und am Thermostat waren es 100 Grad. Also, ne? Und die Anzeige hat so etwas unter 100 Grad angezeigt. Also es macht Sinn, das durchaus dabei zu haben bei diesen alten LKWs, um dann nochmal sicher zu gehen, ob auch alles gut funktioniert. Ihr Lieben, es sollte so sein, dass wir vor der Hitze fliehen müssen. Wir haben hier mega Platz bekommen, direkt am Staudamm, und wir haben hier einen Wasserzugang. Es ist einfach nur genial. Und die schöne Landschaft hätten wir sonst auch verpasst. Die Fahrt durch die Berge war ja wohl absolut ein Traum. Hier werden wir jetzt die nächsten 2-3 Tage verbringen, die Hitze ein bisschen überdauern, weil hier soll es nachts auch runterkühlen auf 20 Grad. Und ich glaube, wir werden hier echt eine schöne Zeit haben. Wir haben Druckverlust auf der Fahrt hierher gehabt und ich habe festgestellt, dass wir eine undichte Leitung haben an den Manometer-Druckluftleitungen, die ja neu verbaut worden sind. Und das war ein Tierbiss. Wir hatten ja Tierbesuch gehabt jetzt die letzten Tage. Naja, sowas passiert halt auch. Von daher bin ich echt froh, dass ich diese Dinger hier dabei habe. Das sind halt so Verbänder für Druckluftleitungen und das ist dann mal schnell repariert. Super leckeres Abendbrot bei der Hitze. Bon Appetit! Bevor es jetzt Abendessen bei uns gibt, wollten wir euch noch eine Sache erzählen. Die ist nämlich neu auf unserem Kanal. Und zwar haben wir jetzt eine Kanalmitgliedschaft, mit der könnt ihr uns und unsere Arbeit unterstützen. Es gibt ja einige von euch, die haben uns ja auch schon mal ein Bierchen ausgegeben oder haben uns anderweitig eine Spende zukommen lassen. Das ist jetzt eine weitere Möglichkeit. Ihr findet diesen Button gleich neben dem Abonnieren-Button. Das Abonnieren ist natürlich weiterhin kostenlos. Ja, wenn ihr Lust habt, guckt einfach mal rein. Und an alle die noch ihren Camper ausbauen oder Equipment suchen für ihre Reise, schaut unsere Videobeschreibung, da kommt ihr zu unserem Amazon-Shop. Ja, das war's dann auch mit dem Video. Wir hoffen, euch hat das gefallen. Wenn dem so ist, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns am nächsten Video wieder.